MyVelo aus Oberkirch. Die kennt ihr von diesen Rädern hier. Und Camping-Falträder, ganz toll. Aber ihr kennt sie noch nicht vom Bereich Rennräder. Und da kommen sie eigentlich her. Der Fabian und der Vincent, beide Geschäftsinhaber, sind Radrennsportler. Und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal ein Rennrad und zwar so, wie wir uns das vorstellen. Ich grüße dich ganz herzlich. Wir haben bereits schon eins gefilmt. Du bist der Fabian? Genau, ich bin der Fabian, einer der beiden Gründer mit Vincent zusammen hier von MyVelo. Und wir sind früher Radrennen gefahren, auch richtig lang, richtig sportlich. Und haben eben daraus auch MyVelo gegründet. Zunächst dann erstmal mit dem Einstieg im Bereich der Elektro-Klappräder und jetzt geht es dann langsam zurück zum Ursprung. Tja, wenn du mal gerade das andere nimmst, da runter mal, dann stellen wir das mal daneben, weil in der prallen Sonne, wir haben heute den 11. März 2023, es ist eigentlich ein einziger Brückentag, der mal schönes Wetter hat. Morgen soll es wieder regnen, davor hat es geregnet, gestern hat es geregnet. Gestern hat es quasi nur geregnet. Ja, und heute ist Sonnenschein, blauer Himmel, guckt euch das mal an. Ich hätte es ja gern lieber bewölkt gehabt fürs Drehen, aber hier haben wir beide nebeneinander zwei verschiedene Rahmenformen. Das haben wir eben schon ein eigenes Video zu gemacht. Das ist das Tourmalet, das ist ein Berg in Frankreich, in den Pyrenäen. So, und da geht es jetzt drum, das Verona. Das ist ganz neu. Ihr habt quasi mit Top-Herstellern von Rahmen, da habt ihr euch angeschaut, was passt am besten. Wie seid ihr da vorgegangen? Seid ihr Probe gefahren, die Rahmen, oder? Auch, genau. Wir haben Unterschiedliches getestet. Wir haben eben da eigene Erfahrung reingebracht und sind dann eben zu diesem Design dann schlussendlich auch gelangt und haben uns ein Stück weit auch sofort wiedergefunden und auch verliebt. So, Thema Carbon, brauchen wir, glaube ich, nichts mehr drüber zu verlieren. Das ist komplett angekommen. Die Qualität, Haltbarkeit, da sind wir, glaube ich, meilenweit von entfernt von noch vor 10 Jahren. Ne? Die ist richtig, richtig gut und wir haben da auch eigene Tests gemacht. Auch einfach mal so einen Carbon-Schaft tatsächlich ans Limit gebracht und die sind so stabil heute. Das ist schon echt beeindruckend. Es gibt ganz viele verschiedene Carbonfasern. Die machen denn die Steifheit zum Beispiel von dem Rahmen aus. Ein bisschen Flex hat er. Leicht, also er ist extrem steif, gerade im Trittlagerbereich, aber insgesamt der Werkstoff Carbon hat schon auch eine gewisse Flexibilität und das macht eben dann auch das Fahrrad wunderbar fahrbar. Ja, du kannst nämlich wählen, dass du zum Beispiel hier im Trittbereich, dass es noch weniger Flex hat, noch stabiler ist und so weiter, weil hier kommen die meisten Kräfte. Und Rennrad, das fahren ja viele, mittlerweile gibt es ja ganz viele Ausprägungen. Es gibt hier zum Beispiel ein Gravelbike, das holt gerade der Vincent, der mit dabei ist. Und das hat so, ich sag mal von der Geometrie her, ähnliche Formen. Aber das ist jetzt so ein richtiges Rennrad. Für was darf ich damit auf der Straße fahren hier mit dem Verona? Anschlag darfst du fahren, also alles was geht. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es als solche keine. Wie schnell kann man denn fahren auf der Geraden? 60, 70, je nach Form. Berg runter? Nee, schon in der Ebene. Quatsch. So im Sprint halt, das ist schon schnell, klar. Aber das kriegt man schon hin, wenn man ein bisschen im Training ist. Hallo Vincent. Hi. Grüß dich herzlich. Ja, wir haben dich ja gesehen. Jetzt haben wir ja alle drei nebeneinander. Das finde ich eigentlich ein geiles Bild mal hier an der Volksbank in Oberkirch. So, denn die haben Samstag zu. Und die haben, glaube ich, heute hier den Platz ein bisschen gekehrt. Und deswegen haben sie ihn auch abgesperrt. Das war unsere Drehwiese, die wir hier haben. Und das ist wirklich, da geht dir doch ein Herz auf, alle drei nebeneinander jetzt. Tatsächlicherweise immer wieder, ja. Und dir? Absolut, total, klar. Wenn du deine Schätzchen da so stehen siehst, klar, geht nicht anders. So, dann darfst du es mal mit einem Finger hochheben. Wer will? Der Vincent. Der Vincent kann so gut. So, du hast studiert, du darfst das mit einem Finger mal hochheben. Mal gucken, ob der Kalorienverbrauch gleich wesentlich steigt. Gewicht von dem? Ein bisschen schwerer. Da sind wir jetzt bei einem Aerorad immer einen Tick über so einem Bergrad. Da sind wir je nach Ausstattung, kriegst du es optimiert auf 7, je nachdem wie viel du natürlich auch ausgeben willst, 7,2 Kilo. Und das da? Da steht dann 6 davor. 6,99. So genau, so 6,8, 6,9. Auch da steckt natürlich wieder die Liebe im Detail. Sag mal, wenn man in die Reifen jetzt statt normaler Luft jetzt Helium macht, bringt das noch was? Kam alles schon vor zu Jugendzeiten von einem gemeinsamen Wegbegleiter.
Aber es fliegt nicht davon. Ja, er hat jetzt nicht alle Rennen gewonnen, aber ja, Glaubensfrage. Wir haben es nie gemacht. Okay, also ich wollte nur Spaß machen. Es geht um jedes Gramm, aber das ist ganz wichtig. Abspecken, ist das eigentlich auch gemacht, wenn man hier so Rennen fährt? Speckt man da ein bisschen ab, um Gewicht zu sparen? Jetzt beim Fahrer, ja. Du fährst da so viel Volumen, dass du automatisch schlank bist. Was ist eine gute Mahlzeit, wenn man fährt? Während dem Fahren hast du für gewöhnlich halt wirklich einen Powerriegel dabei. Nee, ich meine abends. Du kommst nach Hause, Nudeln? Nudeln ist schon gut, ja. Nudeln oder Reis. Reis geht auch gut. Also all das, was man nicht darf, dürft ihr essen? All das wirklich in großen Mengen auch. Wie viel isst man denn da so an? Ja, zu zweit so 500 Gramm geht schon. Zu zweit? Zu zweit, ja. Oh, die ist schon allein. Das geht schon, ja. So, dann Seisellied nimmst du mal mit, dann stellen wir es mal in die Sonne, weil da ist auch jetzt ein Effektlack drauf. Das ist aber jetzt nur Metallic. Bei dem anderen habt ihr einen Flip-Flop-Lack gemacht, aber durch die Rahmenform wirkt er natürlich auch schon wie ein Mega-Effekt. Also was heißt nur ein Metallic-Lack? Der hat so ganz viele Partikel mit drin, die schimmern ganz brachial in der Sonne. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen wiedergeben. Also ihr müsst das mal in echt gucken. Ist die Optik ein Mega-Thema oder ist das, weil, ich meine, so ein Lack wiegt ja ein bisschen was? Ja, aber der Lack wiegt so oder sowas. Ob der jetzt noch gut aussieht oder nicht, macht dann am Ende auch nicht den Unterschied. Und die heutigen Lacke, die sind halt schon einfach extrem geil. Extrem geil, ja. Sag mal, Raw gibt es nicht mehr, oder? Dass man das... Gibt es schon auch noch, wenngleich so gerade jetzt eben durch die neuen Lacke halt schon auch Designs möglich sind, wo man halt früher nicht hingekriegt hätte. So, das ist ein Sattel, oder? Das ist ein Sattel. Den habt ihr nicht selber gemacht? Schau mal, schau mal. Never too late, never too late. Never too late, never too late. Das heißt, ihr habt selber den Sattel designt. Vollcarbon. Vollcarbon, genau. Optimiert dann natürlich das Gesamtgewicht noch mal ein Stück weit. Wie viel? Der wiegt 100 Gramm? Unter 100. 100 Gramm, also wie eine Tafel Schokolade. Ja, stell's mal hoch. Können wir mal gucken. Ist das hier jetzt schon High-End, eigentlich, Vincent? Also mehr High-End wird nicht gehen. Nee. Wird nicht gehen. Also das Preis ja später 7? So wie es da steht, ja. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber so um den Dreh rum, ja. Boah, wie geil. 6,6 wahrscheinlich. 6,6. Also brutto inklusive Mehrwertsteuer heute am 11. März 2023. Mittlerweile Containerpreise gehen schon wieder. Merkt ihr das, dass es günstiger wird langsam ein bisschen? Teilweise, ja, teilweise. Wenngleich hier wiegt ja nichts. Eben wiegt tatsächlich wenig. Haben wir hier auch tatsächlich, wird alles in Deutschland zusammengeschraubt. Bei euch, oder? Bei uns, genau, teilweise bei uns und dann halt mit einem Montagepartner. So die Speichen, aus welchem Material sind die Speichen? Hier Alu, gibt es aber eben auch aus Carbon dann. Gibt es aus Carbon. Ist aber hier, das macht jetzt nicht so viel aus, oder? Ja, halt wirklich, da geht es dann wirklich um jedes Gramm. Das ist dann schon noch mal ein kleiner Unterschied. So, was ist das für ein Laufradsatz? Das ist jetzt halt hier einmal der Mavic, der SLR-Laufradsatz. Ist der gut? Der ist sehr gut. Also der ist richtig gut. Auch gerade was die Preis-Leistung angeht zurzeit. Vollcarbon? Einmal komplett Vollcarbon. Komplett. Das Einspeichen macht ihr selber? Nee, das kommt wirklich dann von Mavic, französischer Hersteller. Und die Ultimates, der wirklich ultra Carbon-Laufradsatz, der wird dort in Handarbeit gefertigt. Da brauchen die 8 Stunden dafür. Fürs Einspeichen? Für einen Laufradsatz. Nur. Echt? Ja, das ist wirklich. Also ich habe das mal gefilmt bei Cube. Da war so ein Lauf, ein Einspeichroboter. Den werden die wahrscheinlich auch verwenden. Ja, bei Carbonfelgen ist es nochmal ein bisschen Handarbeit. Was anderes. Da muss man schon anders vorgehen. Kann der kaputt gehen? Der kann, wenn ich mich auf die Nase lege, schon auch kaputt gehen. Aber jetzt vom Fahren allein geht er nicht kaputt. So, also der ist extrem leicht. Aerodynamik, wenn du hier mal guckst, Vincent, guck mal hier, das Ding ist nur noch ein Strich, oder? Ja, definitiv, wenngleich jetzt im Vergleich zu vor 15 Jahren die Reifen wieder ein bisschen breiter geworden sind. Das heißt, wir fahren jetzt hier eine 28er Breite, geht mittlerweile bis 32. Skandal. Ja, früher waren es so 19 bis 20 Millimeter, sage ich mal. Ist aber gut für den Komfort. Bahnschienen gehen? Ja, je nachdem, wie gut ein Gleichgewichtssinn ist. So, hier vorne sieht man auch, also das Ganze ist total aerodynamisch, stromlinienförmig. Guck mal hier mein Display bitte rein, egal wer, guck mal beide.
Guck mal, das hier ist doch Bike Porn. Das ist genial. Also Ja. da musst du uns einen Abzug machen. Mache ich den Abzug. Ihr könnt Standbilder machen. Ich mache ja 50 Bilder pro Sekunde im Moment, also mit der Kamera. Können wir Sag mal, was ist denn das für Material von den Zahnrädern? Das ist Alu dann, ja. Alu. Genau, Alu. Krank. Sag mal, an Newtonmeter, was kannst du denn da so reindrücken mit Muskel? Ach so, ja, alles, was die Oberschenkel so hergibt, das geht dann wirklich über Watt. Da hast du in der Spitze, ja, richtig schnelle Jungs, sicherlich auch deutlich über 2000 Watt. 2 kW? Aha, in der Spitze, dann doch. Und ansonsten im Profisport hast du, da wird es immer dann pro Watt pro Kilo dann gerechnet. Da hast du so 7, ist schon ein richtig guter Wert, 7 Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Aber du machst aus 500 Gramm Nudeln, machst du 4 Stunden fahren. So, genau. Der Mensch ist schon effizient, oder? Der ist tatsächlich wahnsinnig effizient, wenn man mal genauer hinschaut, ja. So, jetzt voll elektrische Schaltung. Ihr verbaut nichts mehr anderes, oder? Nee, wir verbauen nichts mehr anderes. Wir zeigen auch gerne mal, wo man dann hier lädt. So. Also hier im Grunde geht dann der USB-Stecker dran. Und dann habe ich tatsächlich hier in der Sattelstütze die Batterie. Die muss ich dann quasi einmal im Quartal so in etwa aufladen. Dann hat die Schaltung auch immer genug. Einmal im Quartal. Das wird per Bluetooth, kann man das sehen, oder wie? Genau, mit der App. Und da stelle ich übrigens auch die Schaltung ein. Direkt Vollauto oder elektronisch an der App. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil hier ist echt viel Sonne im Moment. Dann habt ihr auch hier diesen Drehmomentsensor mit drin. Das heißt, also man kann hier die Power messen, ein Wattmeter im Pedal. Genau, ein Powermeter im Pedal, wo dir wirklich in Echtzeit dann auch zurückgibt, mit wie viel Druck du gerade da reintrittst. So, da habe ich jetzt tatsächlich 2 Kettenblätter vorne. Und die sind ja so unterschiedlicher, könnte es ja kaum noch sein. Wie kriegt man dann so eine Steigung hin bei der Schaltung? Also im Grunde, auch da ist ein Trend zu erkennen. Früher hat man da noch viel schwerere Übersetzungen getreten. Heute tritt man da wieder leichtere Gänge und verspricht sich dadurch einfach auch ein bisschen mehr Umdrehung und ein bisschen mehr Leistung im oberen Bereich. So, erklär mal gerade für Laien, wie funktioniert das hier? Das ist eine Bremse und eine Schaltung in einem? Bremse und Schaltung in einem, genau. Gebremst wird entsprechend einmal so und Also geschalten mit dem großen und mit dem kleinen hier. Kann man tatsächlicherweise auch konfigurieren dann über die App, welcher Hebel jetzt für welchen Schaltvorgang dann auch verantwortlich ist. Boah, pervers. Echt? Kannst du über die App einstellen? Ja, genau. Ah, okay, du kannst auch sagen, zum Beispiel, rechts ist dann in der Mitte schalten? Das ist vorgegeben. Also immer der linke Hebel ist für vorne, der rechte für hinten. Aber du kannst dir aussuchen, ob der große oder der kleine Hebel dann hoch oder runter schaltet. Okay, Rahmengrößen, wie viel habt ihr? Auch da 5 Stück. Ja, von einem 48er Rahmen bis hoch zu einem 56er ist für jeden was dabei. Was sind so große Marken in dem Bereich? Marktbegleiter, die ihr habt? Marktbegleiter, ein Canyon ist groß natürlich, Specialized ist groß. Ja, da gibt es noch ein paar Edelmarken. So ein Pinarello ist natürlich immer auch ein Name. So, was wäre für euch Erfolg, wenn irgendein ganz großer mal anruft und sagt, schick mir mal so ein Fahrrad, ich mache mal eine PayPal? Gut, Erfolg für uns wäre sicherlich dann mal mit einem eigenen Radteam auch am Start zu sein, also richtig auch wieder im Rennbereich unterwegs zu sein, mit einem eigenen Team, wo dann den Namen trägt. So, bitte einmal mit einem Finger anheben, Vincent, dass wir das nochmal sehen. Wir sind hier bei 7 Kilo. In der Ausstattung sind wir so bei 7. Genau, jetzt klar, natürlich wiegst du dann immer ohne Pedale, wenn du die Übung machst. So, das hat jetzt in der Form wahrscheinlich gerade 7,4, 7,6 Kilo, sowas. Boah, ein Traum. Das heißt, ja, ich würde das so gerne mal probieren, aber ich glaube, ich habe immer nur die falschen Fahrräder gefahren. Ja. Tauschen, dann Nee. Ich komme da mit meinen On-Schuhen ja gar nicht drauf. Ich brauche ja Klickpedale. Ja, für die richtige Ausfahrt brauchst du halt dann die Klickpedale. Für die Straße hoch und runter kann man da auch mal mit den normalen Schuhen fahren. So, jetzt zeige ich euch was. Also das ist es. Es heißt Verona. Es ist ab sofort verfügbar? Es ist ab sofort, noch ist es verfügbar, ja. Wird sich mit Sicherheit auch dann im Jahresverlauf dann zwischenzeitlich mal ändern. Du bist ja zuversichtlich, oder? Dass es klappt? Das klappt. Wir haben es so schon richtig gut verkauft. Und wir haben jetzt erst angefangen damit und sind schon sehr, sehr optimistisch. So, wir werden jetzt gleich noch ein Video drehen. Also wenn ihr in Berlin wohnt
und gerne mal auf dem Weg zur Arbeit euch ein bisschen sportlich betätigen wollt oder einfach nur zur Eisdiele fahrt oder zum Einkaufen, machen immer mehr Leute das mit einem Gravelbike, denn das ist ein cooles Fahrrad, mit dem man dann auch Wege fahren kann, die ein bisschen schlechter sind, oder? Ganz genau, das ist jetzt wirklich ein Allrounder. Das heißt, nicht ganz so sportlich geschnitten wie ein richtiges Hardcore-Rennrad, sage ich mal. Das heißt, du kannst es auch wirklich gut im Alltagsgebrauch benutzen. Gerade auch durch die Bereifung, die wir hier sehen, da geht wirklich alles. Mortirolo, werden wir ein eigenes Video machen. Preis von dem, was würde das kosten? Auch hier, wir haben die Vollcarbon-Laufräder von ZIP. Dann mit der 105 liegst du bei 4,3. 4,3. Also und du sagst ja auch, also für ein Manufakturfahrrad in der Qualität mit allem drum und dran, mit den Komponenten, weil die Komponenten machen den Preis. Die machen den Preis. Wir haben hier auch die 12-fach Di2 von Shimano, die 105 dran. Das ist schon richtig, richtig gut. Und dann halt Vollcarbon-Laufräder, Vollcarbonrahmen. ZIP, die machen normalerweise, ich glaube, die machen Feuerzeuge, oder? Nö, glaub nicht. Also hauptsächlich. Das sollte ein Scherz sein, die Firma ist Zippo. Aber der Hauptsächlich extrem gute Laufräder. Oh Gott, das gibt Kommentare, das kann ich euch sagen. Ja, weil die meisten Profis, die wollen ja eigentlich nur was über das Fahrrad reden, nicht mal ein dummes Gesülze. Aber wir versuchen ja, diese Fahrräder nicht nur den Profis zu zeigen, sondern es gibt ja immer mehr normale Leute, die sagen, ich will ein Rennrad haben, weil ich bin früher mal Rennrad gefahren. Die Rennräder in meiner Jugend in den 70ern war ganz normal. Da wollte jeder ein Rennrad fahren. Da waren die Rennlenker ganz normal. Das war, glaube ich, auch wirklich der Zeit geschuldet, weil das war im Fernsehen überall Radrennen, oder? Ja, definitiv. Ist auch wieder absolut auf dem aufsteigenden Ast. Gab mal so ein kleines Loch, aber geht wieder total bergauf. Man merkt es jetzt auch gerade bei den Gravelbikes, einfach weil die so vielseitig einsetzbar sind, dass da die Nachfrage absolut in die Höhe schießt. Sag mal, wenn man da jetzt Interesse hat, auf welchem Sender läuft denn sowas, Radrennen? Radrennen TV, oder? Eurosport und GCN. Und GCN? Genau. Okay, da bist du abends immer so, statt auf Netflix bist du dann auf GCN. Ja, ganz genau. Mal gucken, was die Jungs da machen mit den glatt rasierten Beinen. Das Gewicht von denen? 8? Um die 8 rum, ja, je nach Ausstattung. 8 Kilo, also auch zweimal nichts. Vielen Dank fürs Einschalten. myvelo.de, hier ist schon das neue Logo. Auch das ist dann direkt verfügbar. Dieses heißt Mortirolo, werden wir ein eigenes Video drehen. Ich bedanke mich vielmals. Heute ist der 11. März 2023. Wir sind in Oberkirch 7704. Und wenn man hier so guckt, das ist euer Laden, dann denkt man so, naja, das ist so ein Dorffahrradladen. Wir sind ja auch im Dorf hier oder in der Stadt, die da ist. Den gibt es schon wirklich sehr lange. Aber das ist euer Flagship-Store und ihr seid so eher so ein bisschen Understatement, oder? Ja, klar. Understatement, aber richtig gut unterwegs. Ja, denke ich auch. Vielleicht schlägt das so ein bisschen am Preis nieder. Also, dass die Leute nicht alles bezahlen müssen. Auch nicht den Ferrari, den ihr habt und so weiter, sondern ihr seid ganz normal unterwegs, oder? Ja, ganz genau. Also wir wollen wirklich schon auch erreichbar sein für alles und jeden. Tschüss. Wo ist der Ausschaltknopf? Da ist er. Nee, da. Jetzt mache ich es mit einem anderen Finger. Ich habe nämlich Handschuhe an, weil es so kalt ist. Jetzt machen wir aus. Warte mal, komme ich da dran? Jetzt. Ich komme nicht dran. Da sind wir.